Mexiko! 13 Stunden Direktflug von Seoul. Die Fahrräder sehen auch gut aus. Alles ist angekommen. Ja. Jetzt müssen wir das alles zusammenpacken und dann fahren wir gleich zum Hostel durch die City. Gucken wir gleich. Gleich bekommen wir die ersten Eindrücke. Wir sind in der Zeit jetzt irgendwie zurückgereist. Wir sind jetzt in der Zukunft, weil zum Beispiel in Seoul, ja, in Korea sind wir noch nicht sozusagen losgeflogen. Es ist jetzt 10 Uhr morgens, Freitag, 6. Dezember und wir sind in Seoul losgeflogen, 12 Uhr morgens, 6. Dezember. Also in 2 Stunden. Gut, die Fahrräder sind heil angekommen. Haben sie natürlich gut verpackt gehabt. Dann zusammenbauen und dann geht's los. Genial, da auf der anderen Seite werden Weihnachtsbäume verkauft. Pünktlich zu Weihnachten angekommen in Mexiko. Ciudad de Mexico, Mexico City. Mein erster Eindruck, dass es irgendwie in irgendeiner Form erinnert mich das irgendwie an Indien. Die bunt angemalte Wände, irgendwie ein bisschen wild, alles durcheinander. So kleine Rikschas, die Snacks und Streetfood verkaufen. Ja, das ist der erste Eindruck und super warm. Brauche ein Sombrero für Schaden. Kriegen wir organisiert. Sehr gut. Wir sind in unserem Hotelzimmer in Mexico City und wir sind vor 2 Tagen hier angekommen und jetzt gehen wir das erste Mal in die Stadt. Kleine Erkundungstour und nehmen euch mit. Auf geht's! Hier ist unser Hotel. Das ist als erstes direkt auffällt. Buenos Dias. Da steht ein Polizist. Der steht eigentlich auch so gut wie immer vor dem Hotel. Naja, vielleicht nicht der, aber zumindest einer seiner Kollegen. Und vor dem, oder die Tür von dem Hotel, jetzt sind wir so durchgekommen, jetzt war sie irgendwie auf. Normalerweise ist da noch ein Gitter vor, was jedes Mal, wenn du ankommst, musst du quasi klingeln, dann wird das aufgemacht oder wenn du gehen willst, musst du auch kurz Bescheid sagen, damit sie dir das aufschließen. Tagsüber auch. Auch tagsüber, also ja, es ist definitiv schon ein anderes Pflaster hier, auf jeden Fall, aber ja, was ist das? Aber auf jeden Fall muss ich jetzt sagen, ist jetzt 9 Uhr oder 10 Uhr morgens und es ist echt wenig los. Die Straßen sind echt jetzt leer. echt wenig los, ja, das stimmt. Ein paar Autos hier unterwegs. Ich glaube, hier geht es jetzt zur U-Bahn. Ja. Chabacano. Ja, genau, was ich sagen wollte. Es ist ein anderes Pflaster, aber ja, ich denke nichtsdestotrotz werden wir hier eine ziemlich geniale Zeit haben und coole Leute treffen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
gefallen, oder? Gracias. Kein Plan. Komplett überfordert. Wir haben einen veganen Restaurant gefunden. Und zwar eine vegane Taqueria heißt das. Wir gucken mal, was wir uns holen. Zeigen wir gleich. Mega viele vegane Läden in Mexico City. Soll ich bei Google eingeben und die ganze Karte leuchtet grün, hast du eben gesagt, ne? Ja. Sehr cool. Gracias. Okay, wir haben uns jetzt noch einmal hier im Garten hingesetzt, im Anwesen von Frida Kahlo und Diego Rivera. Und ja, jetzt wollten wir noch mal erzählen, wie es denn für uns weitergeht in Mexiko. Und es geht Richtung Süden in den nächsten Bundesstaat Oaxaca. Da werden wir ein paar Freunde von uns aus Deutschland besuchen, die dort wohnen. Da freuen wir uns schon ziemlich drauf, das ist ziemlich cool. Und ja, von da aus werden wir dann langsam irgendwie Richtung Guatemala weiterfahren. Wir wissen die Route noch nicht so ganz genau. Oaxaca auf jeden Fall, den Bundesstaat, Chiapas, den Bundesstaat auf jeden Fall auch. Da gibt es sehr, sehr viele spannende Sachen zu sehen. Alte Maya-Stätten, ganze indigene Völker und ganz ursprünglich alles. Und sehr viel schöne Natur auch. Also was wird uns da erwarten? Wir freuen uns drauf. Aber ja, jetzt erstmal noch eine Woche Mexico City. Und hier wollen wir noch Spanisch lernen. Wir wollen noch eine Woche intensiv Spanischkurs machen, damit wir quasi nachher uns besser mit den Leuten verständigen können. Wir erkunden jetzt noch ein bisschen Mexico City, lernen ein bisschen Spanisch und dann geht es wieder auf die Räder. Das war Mexico City. Unser Mexiko-Abenteuer geht jetzt quasi richtig los. Hinter uns ist Antonio, unser Warm Showers Host. Bei ihm haben wir die letzte Woche übernachtet, bei ihm und seiner Familie. Das war richtig, richtig toll. Insgesamt waren wir 2 Wochen jetzt in Mexico City, quasi eine Woche, die erste Woche im Hotel und eine Woche jetzt bei ihm. Und in der Woche haben wir jetzt auch einen Spanischkurs gemacht. Und ja, jetzt geht's los, aus der Stadt raus, rein ins Land. Wir sind schon mächtig gespannt, definitiv, was uns hier erwartet. Wir freuen uns riesig. Antonio bringt uns jetzt ein bisschen durch die Stadt und dann geht's Richtung Süden, raus aus der Stadt. You're good, Absa? I'm good. Das. Ja, hier so. Ja. ¿Dónde viene? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nota? ¿Cero? Un poco. ¿Nada más? ¿De dónde viene? Soy de Alemania. ¿Vienen en bici desde Alemania? Sí, yo Sí. vi en la tele. No, Sí. avión, ya. ¿Por qué? Para pasar. Allá es el centro. Centro. Sí, ahí tócalo. Tócalo. ¿Pero dónde van? Gracias. Gracias. Que les vaya Adiós. bien. Cuídense.
nach rechts? Er meinte, wir sollen auf jeden Fall die Straße nehmen, die links geht. Okay. Die nehmen wir, oder? Ja. Über irgendeine P-Stadt. P-Stadt. In so eine kleine P-Stadt. Ich habe ihn nicht so ganz verstanden, aber er hat mir versucht zu erklären, deswegen die Straße nach rechts, aber man kann nicht. Nach rechts. San Pedro Ocotlan fahren wir lang. San Pedro Ocotlan. Und danach nach Tulongo de Valle. Tulongo de Valle. Aber nach rechts. Gibt's keine Straße. Ganz nett. Haben mich hingesetzt und ein bisschen ausgefragt. Was ich so alles sagen konnte, aber einfach nicht. Haben wir ganz viel Wasser abgefüllt. Sehr schön. Ich glaube aber, das hat er in dem Dorf auch gesagt, in dem Dorf davor eben. Irgendwie hat er auch gesagt, irgendwie mit dem Weg. Dass man irgendwann. Irgendwie ja auch vielleicht, dass man nicht nach rechts fahren soll. Ja. Irgendwie sowas meine ich, aber ich meinte halt die ganze Zeit, ich habe hier GPS, irgendwie mein Telefon. Ja. Irgendwie meint er, glaube ich, auch irgendwie rechts. Na gut, gucken wir mal. Sonst können wir noch jemanden nachher anhalten und fragen, ob das okay ist, die Straße, die wir fahren. Ja. Ja, die hat einen kleinen Tannenbaum da drin. Genau, Tannenbaum, wie auch immer. Frohe Weihnachten! Feliz Navidad! Merry Christmas! Ja, jetzt haben wir gerade Wasser abgefüllt. Ein bisschen eingekauft haben wir eben schon in dem Dorf davor. Wir fahren jetzt noch ein kleines Stückchen weiter. Gucken mal irgendwie wegen dem Weg, dass wir nicht nach rechts fahren, sondern nach links. Und dann suchen wir uns einen schönen Zeltplatz und feiern ein bisschen Weihnachten. Wie man das dann so kann bei 32, 33 Grad. bei 34,5 Grad. Sehr gut. Uiuiui, gut warm. Mmh. Ja, lustig. Und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Guten Appetit. Oaxaca ist wahrscheinlich einer der interessantesten Bundesstädte in Mexiko, weil es der Bundesstaat ist mit der meisten indigenen Bevölkerung. Und das bedeutet, dass es der Bundesstaat ist, der kulturell am vielfältigsten ist. Und wir befinden uns jetzt im Westen. Gestern sind wir von dem Bundesstaat Puebla nach Oaxaca gekommen. Und die erste Station für uns ist jetzt die Hauptstadt, die auch Oaxaca heißt. Das sind von hier ungefähr 200 Kilometer. Wir werden bis dahin jetzt auf dieser Hauptstraße fahren. Wir gucken mal, wie sich das mit dem Verkehr so entwickelt. Die letzten Tage war es eigentlich okay. Wir sind auch auf dieser Straße gefahren. Gucken wir mal, wie es wird, wenn wir uns der Großstadt dann nähern. Und dort werden wir Silvester feiern. Und danach werden wir auf kleineren Straßen in die Berge fahren, in kleine Dörfer und ja, versuchen auch wirklich diese indigenen Bevölkerungsgruppen zu treffen und zu sehen, wie sie dort leben in ihren kleinen Dörfern und wie sie ihre Kultur bewahren, ihre Sprachen. Wird, glaube ich, alles ziemlich interessant. Wir freuen uns drauf. Jetzt geht's los! Yo!
días. Buen día. ¿Tiene agua? ¿Agua? Ah, ¿Botellada o...? grande. Wasser. Okay, der Verkehr in Mexiko ist echt richtig gut. Und das ist wirklich ernst gemeint. Das habe ich echt nicht erwartet, aber die Leute sind echt mega respektvoll und natürlich gibt es ein paar Ausnahmen, aber zum größten Teil fahren die Leute wirklich richtig langsam an uns vorbei. Super viele Autofahrer machen Warnblinklicht an, wenn sie an uns vorbeifahren. Einfach um ja, hinten und vorne gemütlich anzuzeigen, dass halt irgendwas auf der Straße los ist. Wir in diesem Fall. Und es wird sehr wenig gehupt. Und ja, wie der LKW-Fahrer jetzt eben, fährt langsam an uns ran, guckt, ob was von vorne kommt und überholt. Bis jetzt echt die ersten, ja, weiß ich nicht, wie lange fahren wir jetzt schon in Mexiko, keine Ahnung, ein paar Tage. Sehr, sehr positiv überrascht, definitiv. Echt cool. What's your name? Michael, Michael. What? Olga. Okay. Jorge. The guy in the red jersey, that's Alejandro, and Armando, the white one. ah, okay. Haha, downhill we are faster. Uff. Boah. Haben uns als Ziel genommen, morgen in Oaxaca anzukommen. Sind jetzt noch irgendwie 120 Kilometer oder so, glaube ich. Es ist gut bergig. Heute und morgen stehen, glaube ich, irgendwie 2000 Höhenmeter an. Aber es wird auch noch ganz gut bergab gehen. Zum Schluss vor allem, wenn die Kräfte nachlassen. Von daher denke ich, können wir es schaffen. Dann werden wir nämlich am 30. Dezember, der ist morgen, in Oaxaca ankommen. Und dann können wir uns am 31. ein bisschen ausruhen, ein bisschen ausschlafen und abends schön Silvester feiern. Das ist der Plan. Na, dafür müssen wir in die Pedale treten. Als wir von Korea nach Mexiko geflogen sind, haben wir die ganzen Räder natürlich auseinandergebaut. Und eine Sache, die an meinem Fahrrad halt fest angebaut war, war mein schöner Fahnenstock mit der gesamten Flaggensammlung aus den ganzen Ländern, in denen wir waren. Alles mögliche, Oman, Georgien, dann Deutschland und ganz oben immer die Fahne des Landes, in dem wir sind. Und jetzt habe ich den gerade wieder angebaut und ich habe eine Neuerung eingeführt, nämlich ist er jetzt abbaubar. Ich habe hier so ein kleines Bambusstück fest angebaut. Da passt genau der Fahnenstock rein und ist so super stabil. Und das weiß ich, ja, wenn man den mal irgendwann abbauen muss oder abends oder nachts auch, irgendwie kann man den irgendwie mal abbauen jetzt, ne? Ja, kann man den einfach rausziehen. Die ganzen Bäume hier sind befallen von solchen Parasiten, also solchen anderen Pflanzen, solchen Lianen quasi, die Bäume als Träger quasi nutzen. Alle Bäume sind voll mit diesen Dingern und das sieht so abgefahren aus. Wie in so einem Horrorfilm, in so einem Gruselfilm. Solche Wälder, in denen es spukt.
Ah ja, das sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus. Vom Ding her ist das schon ein guter Platz. Ah ja, hier sind auch die Lianen. Ja, ich gucke einmal kurz. Okay, dann gucken wir mal, wie wir unser Zelt aufgestellt bekommen. Oh, das sieht schon ziemlich gut aus. Mal gucken, ob das hier jetzt nicht zu irgendeinem Haus oder sowas führt. Oder irgendwelchen komischen, zwielichtigen Gegenden. Wobei es die halt hier in Oaxaca nicht unbedingt so viel gibt. Boah, der Baum sieht abgefahren aus. Ja, ich glaube, hier ist ein guter Platz. Geil, unter dem Baum hier. Boah, verdammt, wie abgefahren das aussieht. Man hört überall Stimmen, ne? Man hört die Leute von da hat man ein Haus mit 2 Autos gesehen. Aber ich habe auch gerade genau, man sieht das Haus. Da ist ein Haus. Das sieht man, wenn man da runterläuft. Ich glaube, da ist auch ein Haus, weil die Stimmen kommen nicht näher. Ja, ich habe die unten auch gehört, die Stimmen. Ich dachte auch, kommt da jetzt irgendjemand irgendwie oder? War keiner da. Eigentlich sieht es da gut aus. Aber man sieht uns von dem Haus, wie wir jetzt runterrollen. Ja, das ist nicht so gut. Ja, ich glaube, wir können weiterrollen. Guck mal, da hinten rechts geht auch ein Weg hoch. Da denke ich mir, da ist der Haus, wo man die Stimmen hört. Ach so, vielleicht. Aber okay, können wir weiter. Ja, vielleicht fahren wir doch weiter. Da war ein mega cooler Baum. Hab den gefilmt. Gut, wir sind jetzt noch einmal von der Straße runter. Auf den kleinen Feldweg hier. Gucken, ob wir da am Ende was finden. Mega, ja. Ziemlich cool. Da hinten sieht man jetzt ein kleines Dorf und auch wieder die Straße. Oh, hier sieht echt gar nicht so schlecht aus. Sieht uns auf jeden Fall keiner. Höchstens da von dem Weg. Ja, ist ganz gut. Doch, hier ist halt. Da ist die Straße. Okay, man sieht uns ganz kurz. Man sieht uns halt hier von dem Weg, von dem wir jetzt gekommen sind. Wenn da jemand mit dem Auto lang fährt, aber der sah echt nicht sehr stark frequentiert aus. Und da oben auf dem Berg. Da ist auch ein kleines Häuschen, aber das sieht auch irgendwie ziemlich klein aus. Ja, ich glaube, hier ist gut. Sehr schön. Letzte Etappe nach Oaxaca. 75 Kilometer, glaube ich, stehen heute an. Jetzt geht es noch knapp 30 Kilometer bergauf. Und dann geht es den Rest bergab. Chancen stehen sehr, sehr gut, dass wir es heute schaffen. Abgefüllt und die wollte kein Geld. Ich glaube, das reicht uns erstmal. Sehr gut. Buenos días. Si quiere más, aquí hay. Más agua. Agarre más agua. Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias. Llénalo. No necesito más. Que vaya bien. Gracias. Ah,